In this two-part series, listening to Erwin Rommel explain the North African campaign of 1941-42, you'll better understand why his enemies considered him a master of deception, who turned the Sahara into a chessboard, and his men called him the People's Marshal. Creative and capable of accurately making cost-benefit calculations of tremendous consequence, he also managed to connect with his troops on a human level. While to history, he remains one of the most complex enigmas of the Second World War. Here is an opportunity to get a feel for Erwin Rommel, the person. Trotzdem wir dem Engländer an Zahl weit unterlegen waren, griffen wir bei Michili am 6. April 1941 an. Ja, wir stießen sogar mit Teilen unserer Streitmacht gleichzeitig nach Derna, um dort schon die Küstenstraße in Besitz zu bekommen und dem Feind den weiteren Rückzug aus der Cyrenaica zu verlegen. Beide Angriffe haben durchschlagend Erfolg. Bei Michili wurden mehrere tausend Mann, ein paar Generale gefangen genommen. Auch bei Derna fielen uns ein paar hundert Engländer und vor allem 5 englische Generale in die Hand. Wie es bei Operationen ist, die blitzartig durchgeführt werden. Es gab für die Truppe keine Ruhe. Trotz Sandsturms wurde kurz nachdem Derna gefallen war und Michili gefallen waren, die Verfolgung rastlos fortgesetzt. Am 12. war Tobruk eingeschlossen, Badia genommen. Am 13. April waren wir bereits über der ägyptischen Grenze in Obesolum. Aber unsere Streitkräfte waren schwach. Wir hatten keinen Afrikakorps noch. Wir hatten eine schwache Division und wenige italienische Kampfverbände, die schlecht motorisiert waren und kaum das Tempo der deutschen Truppen mithalten konnten. Und so ist es eigentlich ein Kunststück gewesen, die Front an der ägyptischen Grenze zu halten und Tobruk gleichzeitig einzuschließen. Ja, wir hatten sogar versucht, Tobruk zu nehmen, aber alles gelingt leider nicht. Und so ist auch dieser Einbruch in Tobruk, der bereits bis zum Wegetreue geführt hatte, leider Gottes nicht zum Erfolg gebracht, nämlich die Festung ganz zu nehmen. Es folgten dann saure Wochen und Monate in der heißen Sonne Afrikas, bei einer ungeheuren Plage durch Fliegen, bei Sandstürmen, bei lästiger Hitze, ohne Wasser oder mit wenig Wasser und karger, sehr karger Verpflegung. Es folgten harte Kämpfe am Ras Madauer, vor allem im Mai, die beinahe mit Kampfverhältnissen vor Verdun zu vergleichen sind. Aber der deutsche Soldat und neben ihm auch die italienischen Kameraden haben diese schwierigen Zeiten überstanden, haben jeden Versuch, die Festung Tobruk zu entsetzen, abgewehrt oder uns die Stellung an der ägyptischen Grenze zu entreißen. Besonders ernst war der Angriff am 15. Juni 1941. Hier hatte Churchill bestimmt gehofft, nachdem er ca. 500 Panzer modernster Art gegen die Stellungen an der ägyptischen Grenze rollen ließ, die schwachen Truppen, die dort waren, zu überrollen und bis Tobruk durchzustoßen. Es ist diese Schlacht, die 3 Tage dauerte, zu einer Vernichtungsschlacht für den Feind geworden. 249 Panzer wurden damals dem Feind auf den Höhen bei Obesolum und Halbaya abgeschossen. Noch gab er das Rennen nicht aus. Beide Teile rüsten fieberhaft. Die Verhältnisse der Engländer waren damals noch recht günstig. Sie bekamen verhältnismäßig viel auf dem
Seewege heran nach Ägypten, während unsere Nachschubverhältnisse doch schon sehr stark unter den Einflüssen der feindlichen Luftwaffe und der U-Boote litten. Im November, 18. November, kam es dann zur nächsten großen Schlacht. 750.000 Mann hatte Churchill, wie er selbst sich im Unterhaus ausdrückte, aufmarschieren lassen, um nun endgültig diese Deutschen und Italiener aus Nordafrika wegzufegen, Tobruk zu entsetzen, die Cyrenaica zu nehmen, über Tripolis bis an die französischen Koloniegrenze durchzustoßen. Der Plan, der feindlicherseits aufgestellt war für dieses Unternehmen, war nicht schlecht. Und er wäre voraussichtlich gelungen, wenn nicht die deutsche Truppe außergewöhnlich beweglich den Kampf geführt hätte. Mit dieser gewaltigen Übermacht, die mehr als 10-fach zu bezeichnen war. Es kamen harte Wochen und Monate, Tag für Tag Schlachten, die uns mal einen großen Erfolg brachten, mal uns an den Rand des Verderbens brachten, und doch haben die deutschen Soldaten und Führer diese schweren Tage durchgestanden. Allerdings war es nicht möglich, den Raum zu halten, den wir bei Beginn der Schlacht gehabt haben. Die Nachschubverhältnisse waren so ungünstig und der Verbrauch im Laufe dieser Wochen war so stark gewesen, dass ich mich als Führer der damaligen Panzergruppe Afrika entschließen musste, den Kampf abzubrechen in diesen Räumen um Tobruk und schließlich weiter und weiter nach Westen auszuweichen. Es ist mir dieser Entschluss bitter schwer gefallen, Tobruk freizugeben, das wir nun über ein halbes Jahr belagert hatten, und vor dem Feind zu weichen. Und man macht sich keinen Begriff von den Schwierigkeiten, die ich damals hatte, schon deshalb, weil ein großer Teil meiner Truppen gar nicht motorisiert war. Ich habe sie nicht geopfert, sondern die motorisierten Truppen haben brav sich vorgestellt vor die nicht motorisierten, haben ihren Rückzug gedeckt und haben dem Engländer keine Möglichkeit gegeben, hier größere Beute zu machen oder uns größere Verluste zuzufügen. Der Rückzug durch die Cyrenaica ist feindlicherseits als Meisterstück bezeichnet worden. Wir haben uns vom Feind gelöst und haben an der Stelle, an der wir wieder uns stellen wollten, uns gestellt. Haben ihm bei Agdabia Ende des Jahres 41 erneut die Zähne gezeigt, mit ein paar neuen Panzern, die aus Europa gekommen waren, haben ihm gezeigt, dass wir noch die Alten sind, die zuhauen, wo es geht, und haben uns nach dem Kampf im Sandsturm wieder abgesetzt. Denn noch waren die Verhältnisse nicht so geordnet, dass ich einen Kampf auf Leben und Tod bei Agdabia riskieren konnte. 14 Tage später war der Feind bei unserer neuen Stellung bei Al-Gaila aufmarschiert, schien bereit zu sein zum Sprung. Aber wir hatten auch nicht gerastet. Wir waren auch bereit. Und wir sind früher gesprungen als der Feind. Vielleicht nur einige Tage. Aber diese wenige Spanne Zeit war entscheidend. Unser erster Hieb, den wir am 21. Januar dem Feind versetzt haben, der saß so fest, dass die Vorbereitung des Feindes auf einen Schlag über den Haufen geworfen war. Am anderen Morgen waren wir schon über 80 Kilometer durch den Feind durchgestoßen und nahmen Agdabia wieder in Besitz und rasteten dort nicht, sondern wir stießen weiter nach Antelat, weitere 120 Kilometer in die Wüste hinein und drängten den Engländer mehr und mehr in Sand dorthin, wo er zwar Vorräte liegen hatte, aber er wusste ganz genau, durch unseren Stoß hatten wir ihm den Nachschub, die Verbindung nach rückwärts abgeschnitten und drohten ihn völlig einzukreisen und zu vernichten.
Er versuchte sich dieser Einkreisung zu entziehen, unter schweren Verlusten an Panzern, gelang ihm da und dort durchzubrechen, aber er musste seinen ganzen Vorratslager, seine ganzen Bereitstellungsräume, gefüllt mit Waffen, mit insbesondere Munition und Sprit, musste er liegen lassen, und die kamen uns nun zu gut. Wir haben auch dort bei Anderlatt nicht den Kampf abgebrochen, um nun wieder zurückzugehen, etwa in die alte Stellung, sondern nun hatten wir Oberhand. If you like productions like this created from primary historical sources, please take the time to like the video and subscribe to the channel. Patreon supporters get regular access to exclusive footage that can't be shown here. Open a free account on our website military1945.com and stay informed. Thanks for watching.